Willkommen im Marketing Real Talk mit Raphael Frangi und Chris Bejala. Der ungeschönte und unterhaltsame Blick hinter die Marketingkulissen. So, zuerst mal danke vielmals, du, der zuhörst im Podcast Marketing Real Talk. Der Chris und der Raffi sind wieder da für dich. Und wenn du jetzt zu denen gehörst, die endlich entdeckt haben in der Schweiz, welches der Podcast ist, den du auf keinen Fall verpassen solltest, dann sagen wir dir Danke, denn so ist es passiert. Vielleicht hast du die Charts gesehen von der letzten Woche iTunes. Da sind wir recht hoch aufgestiegen, Top 10, die letzte Woche Platzierung mit unserem Marketing Real Talk, mit unserer Buchtipp-Woche. Ja, und da haben wir gedacht, da legen wir noch einen drauf. Und der Chris ist nochmal durch seine digitale, virtuelle Welt durchgeflutscht und hat sich ein Buch ausgegraben, das er uns unbedingt heute als Bonus-Buchtipp möchte mitgeben. Und Chris, ich habe das Gefühl, das ist ein Buch, das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich sehr stark interessiert. Kannst du mal etwas darüber erzählen? Ja, es ist eben kein klassisches Marketingbuch. Also, wenn du es mal so anlangst, Raffi, du weißt, du hast es gerne, es ist haptisch, es ist ein Hardcover und das Buch nennt sich Dinge, geregelt, kriegen. Wer hat das geschrieben? Das ist ja, glaube ich, ein Bekannter, der das geschrieben hat, kann man sagen. Ja, also der Name sagt vielleicht nicht jedem etwas. Es wäre vom Sascha Lobo und von der Katrin Passig. Es ist auch schon ein bisschen ein älteres Buch. Der Sascha Lobo auch bekannt als der Herr im journalistischen Bereich mit dem roten Kamm auf dem Kopf. Das ist nicht der Thiel, wichtig für alle Schweizer. Nein, es ist nicht der Thiel. Das Buch ist auch irgendwie 10-jährig. Ich habe das auch vor 10 Jahren gelesen und es hat mir massiv die Augen geöffnet und es hat mir sehr, sehr viel im Arbeitsalltag gebracht. Wie heisst das Buch nochmal schnell, Chris? Ich glaube, wir haben nicht gesagt, wie es heisst. Doch, wir haben gesagt, es heisst Dinge geregelt kriegen und dann quasi in Klammern ohne einen Funken Selbstdisziplin. Und das ist eben so ein bisschen der springende Punkt an dem Buch. Das Lustige war, das Buch kaufst und dann lese ich es erstmal Wochen und Monate lang nicht und dann schlägst du es auf und ich weiss noch, es war das gestern, aber schon 10 Jahre her ist, sie greifen natürlich genau das Thema und sagen, ja, das Buch liegt jetzt eigentlich schon mega lang umeinander und du hast es auch nicht gelesen und bei ihnen ist es genau gleich gegangen. Sie haben das Buch angefangen zu schreiben, aber sie haben überhaupt keine Disziplin, aber sie haben es gleich geschafft zum Fertigmachen. Aber ist das Buch dann wirklich so ein bisschen ein Ratgeber im Sinne von, du bist faul und wirst trotzdem erfolgreich? Also ist es so der Ecke? Oder kannst du noch etwas erzählen über den Inhalt? Ja, es geht einfach um ganz viele verschiedene Sachen. Es ist so ein bisschen, es geht am Anfang so um den Pain, so hey, du schiebst alles vor dich raus und es geht irgendwie nicht. Und nachher geht es um die Arbeit selber und wie man zum Beispiel, also ich habe das Wort kennengelernt, Prokrastinieren. Kannst du es mal erklären für alle, die das nicht kennen? Ja, Prokrastinieren ist einfach, du schiebst Sachen auf und du es einfach vor dich her schieben. Das kennst du auch. Du denkst, das To-Do im Trello, komm, das schieben wir wieder ein bisschen runter. Nein, heute mag ich nicht. Und nein, gut, das habe ich jetzt keinen Bock. Einfach vor sich her schieben. Also die älteren Menschen, vielleicht, die da zuhören, die nennen das Aufschieberitis. Und dann geht es eigentlich so wirklich in dem Buch um verschiedene Thematiken von der 4-Stunden-Woche, wie man mit 2 Stunden Arbeit am Tag eigentlich die Arbeit von 8 Stunden kann erledigen. Es hat auch so klassische Elemente drin, wie die Eisenhower-Matrix und so. Und mir hat das wirklich, was hat das Buch mit mir gemacht? Ich bin früher der E-Mail-Ping-Pong gewesen. Mein Kunde hat mir damals mal auf Agenturzeit das E-Mail geschickt und ich wusste, der Chris, der nimmt so schneller wie Lucky Luke eigentlich das Telefon ab. Und mit den E-Mails ist es etwa gleich gegangen. Es ist das Mail gekommen, bam, ist die Antwort zurückgekommen. Und das setzt dich persönlich recht unter Druck. Und ist recht stressig. Für dich ist es irgendwie Alltag. Und dann habe ich aber irgendwie gelernt, besser mit dem umzugehen und das besser meine Arbeit einzuteilen. Und plötzlich ist mir persönlich auch nicht nur weniger stressig auf der einen Seite, sondern ich habe meine Arbeit auch viel besser erledigt. Und ich glaube, das ist so der Grund, wieso ich das eigentlich unseren Hörern und dir, vor allem, wo du gerade am anderen Ende zulässt, empfehlen. Das Buch ist zwar alt, aber das Buch macht Spaß zum Lesen und es gibt dir etwas mit, wo du im Arbeitsalltag kannst brauchen. Und ich weiss, jeder von uns struggelt immer wieder im Arbeitsalltag mit irgendwelchen Themen. Und
das ist einfach so ein friendly Reminder, wie es eigentlich besser machen kannst. Klassiker, was sicher spannend wäre zu wissen, ist jetzt das mehr, da wird eine Geschichte erzählt, eine Mustergeschichte, oder ist es ein Ratgeber? Ich finde, das ist auch mal noch wichtig zu wissen, weil gewisse sagen sich ja nicht anfangen mit Ratgeber, andere sagen doch genau das wollen sie. Also ist es so Story verpackt, romanmäßig, oder ist es wirklich ein Ratgeber, fachbuchmäßig strukturiert? Es ist eben ein bisschen etwas von beidem. Es hat nicht den klassischen Ratgeber, so für, hey, die 4-Stunden-Woche für Dummies. Und es hat aber irgendeine Story und Geschichte dahinter. Und das macht das Buch eigentlich wirklich zu einem von meinen Lieblingsbüchern, wo ich mich wirklich heute noch so super daran erinnere. Obwohl es mega lange her war, wo ich es gelesen habe. Und ich glaube, die Mischung macht es, du merkst, dass da Leute hinter dran sind, die können schreiben. Auch da der Klassiker zum Abschluss, Chris, für wer eignet sich das Buch nicht? Wem würdest du nicht empfehlen? Total strukturierten, top durchorganisierten, prozessual denkenden Menschen, die brauchen das nicht. Nein, doch, sicher. Auch die machen sich Stress. Auch die, weißt du, das Perfektionistische in dem Ganzen innen, wo es eigentlich nicht müsste haben, auch diesen Leuten würde es viel ringen ab und zu gehen, weil die setzen sich auch selber unter Druck, wenn sie so mega strukturiert sind. Und es braucht nicht immer, ich wollte nicht sagen, dass es die extra Meile nie braucht, aber es gibt mal so gewisse Situationen, wo es einfach unnötig ist, nochmal so viel Zeit zu investieren, um ein überperfektes Ergebnis zu haben. Und ich glaube, das ist das eine, dass auch eben so ein super strukturierter, guter Mensch mit dem etwas anfangen kann. Vielleicht nicht ganz so viel wie manches andere. Ich bin jetzt nicht der super strukturierteste, obwohl wahrscheinlich ein bisschen strukturierter als du. Möglich. aber ich denke, es ist für jeden. Und zeigt das auch jemand, der jetzt eben nicht im digitalen Bereich schafft und mal irgendwie auf den Podcast gestoßen ist über irgendwie 3 verschiedene Ecken. Das spielt eigentlich wirklich eine Rolle. Okay. Wie du Dinge geregelt bekommst, ohne einen Funken Selbstdisziplin. Das Buch, wo wir auch da wieder natürlich die ISBN-Nummer in den Shownotes werden haben. Du sagst schon, Lobo, würde ich noch so ergänzend sagen, lohnt sich. Du mal zu googlen, hat einen spannenden Blog, schreibt immer wieder für grosse Zeitungen von dieser Welt, grosse Online-Portale von dieser Welt. Ist auch stark in der Kritik zwischendurch immer mal wieder. Aber auf jeden Fall ein spannender Autor, ein spannendes Buch. Danke, Chris. Das ist dein Bonus-Buchtipp aus der tiefen Trickkiste von Chris in den Geheimtipps. Danke für dich, die da zugelassen hast in diesem Buchtipp. Auch da gilt das Gleiche, einmal einen grossen Aufruf nach dem Dankeschön für das Top-Rating die Woche im iTunes Store. Wenn du eine Frage an uns hast, wenn du das Thema möchtest aufgreifen, vielleicht sogar mit uns live diskutieren, haben wir jetzt eine Anfrage schon gehabt, und mit uns vielleicht gerade im Podcast über das Thema diskutieren, dann darfst du das. Dann melde dich über alle unsere Social-Media-Kanäle. Wir machen das sogar remote, das geht ohne Problem. Wenn ihr noch weitere Inputs habt, ich habe im Fall noch ein paar andere Bücher, die ich jederzeit vorstellen kann, wenn ihr noch mehr wissen wollt. Und by the way, es gibt nicht nur den Apple Podcast, iTunes Store, es gibt auch noch für Android. Also nicht, dass du dich da irgendwie ausgeschlossen fühlst, weil der Raffi immer von Apple redet. Ich bin Android-User und auch dort kannst du uns gerne ein Top-Rating geben. Also von dem her danke vielmals und einen schönen Tag. Liebe Freunde von der Huawei-Funktion, danke, sind auch ihr dabei gewesen. Schönen Tag, ciao zusammen. Hat dir gefallen, was du gehört hast? Raffi und Chris sagen Danke und würden sich über eine Bewertung in der Podcast-App deines Vertrauens oder einen Kommentar auf www.marketingrealtalk freuen. Bis zum nächsten Marketing Real Talk.